Ich habe heute eine super coole Möglichkeit. Ich bin Carla von Carla Bell und ich darf heute ein Interview führen mit dem Nick Huber. Der Nick Huber ist Opel Ambassador und Freestyler. Und ich werde heute von ihm erfahren, was es bedeutet, ein Freestyler zu sein, auf dem Hochleistungssport unterwegs zu sein, Opel Ambassador zu sein und noch viel, viel mehr. Energize your life. Cheers. Cheers. Prost. Also Nick, Leute, die das Video sehen, vor allem bei meinem Channel, werden jetzt wahrscheinlich nicht genau wissen, wer du bist. Tu dich mal vorstellen und so, dass man das Wichtigste über dich weiss. Gut. Ich bin der Niklas Huber, ich bin mittlerweile 30. Ich bin professioneller Snowboarder, das heisst der Schweizer Nationalmannschaft, und ich fahre Slopestyle und Big Air. Das sind eigentlich die über die grossen Sprünge springen und die Saltos und Schrauben und so weiter machen. Und was ich auch noch mache, ist so über Rails sliden, wo man eigentlich Tricks macht auf so Streckengeländer. Genau, und ich bin mega, also das ist mein Hauptberuf, ist eigentlich wirklich Vollgas-Sportler. Und eigentlich eben jetzt das nächste grosse Ziel ist die Olympiade. Und nebenan bin ich auch sehr aktiv auf Social Media, mache coole Videos, ich tue gerne so ein bisschen Schauspielern und so ein bisschen verrückte Sachen machen. Und ja, das bin ich. Sehr cool. Ich glaube, das hat es ziemlich gut zusammengefasst. Wir sind bei der Freestyle-WM hier in St. Moritz 2025. Wir nehmen das gerade vorweg. Es ist nicht so gelaufen, wie du es hast wollen. Es ist, glaube nicht, du hast dir das anders vorgestellt. Du bist verletzt gewesen, finde ich, muss man dazu sagen. Du hast hart gearbeitet, um an den Punkt zu kommen, dass du wieder Vollgas geben kannst. Aber ja, ich weiss, wie das ist. Also wenn du verletzt bist, du verlierst halt Zeit, du verlierst Training und du hast dann halt mehr den Fokus auf wieder fit sein, wie etwas anderes. Wir sitzen hier in einem Opel, in einem Opel Frontera. Und ich frage dich jetzt mal eine ganz simple Frage, aber ich meine so, wenn ich sage, wie geht es dir? Hey, im Fall okay. Ich würde jetzt nicht sagen mega gut, weil ich muss ehrlich sein, das ist hart gewesen, so das zu akzeptieren, dass ich irgendwo ja, nicht das auch performen, was ich wollte, obwohl ich sehr, sehr nah dran war. Vielleicht auch wegen dem, weil ich so nah dran war. Aber es ist, weißt, schlussendlich bin ich mega dankbar, darf ich an dieser WM sein, darf ich da mitfahren. Und es ist so cool, bei mir daheim in meinem Wohnzimmer eigentlich so ein Event zu haben. Eben, du bist da daheim, gell? Genau, ich bin wirklich da daheim. Ich wohne in Maloja momentan und es ist so, ja, klar, du hast dir die riesen Ziele vorgenommen, oder? Und das schmerzt dich so hart, oder? Wenn du das nicht kannst umsetzen, was du dir vorgenommen hast. Aber schlussendlich, ja, ich bin mega glücklich, jetzt mit dir da im neuen Frontera zu sitzen und das Gespräch zu haben. Und dann durfte ich da sein und jetzt das letzte Wochenende noch geniessen. Ist das schmerzhaft für dich, zum da sein und den anderen zuzuschauen beim Sport? Oder ist das dann wie der Punkt, ist schon wie drüber? Du hast dich schon geärgert, es hat nicht so funktioniert und jetzt geniessest du es? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist ein bisschen beides. Auf eine Art und Weise ist es so, ich schaue den Jungs zu und ich bin mega stoked für sie, wenn sie ihr Programm abrufen können und dass das eine geile Show ist und so weiter. Gleichzeitig ist es natürlich schon auch, habe ich den Moment visualisiert, im Finale zu sein und meine Tricks zu machen. Und so zuzuschauen ist nicht immer einfach, aber das ist einfach Teil des Spiels. Und das ist auch etwas Cooles, weil mich motiviert das mega. Oder? So das Gefühl, so unfinished Business zu haben, so oh mein Gott, das sollte ich sein, oder ich sollte dort oben stehen. Oder? Und das gibt einem so viel Kraft, eigentlich wieder Vollgas, ein Jahr lang nur zu trainieren und einfach sein Leben noch mehr auf das auszurichten und noch mehr zu committen auf das Ganze. Ich finde das krass, das finde ich, ist eben genau das, was den Hochleistungssportler unterscheidet von einem Hobbysportler, weil andere würden vielleicht so ein bisschen in diesem Frust versinken und du sagst, weißt du was, das ist mein Futter, das nehme ich und ich mache noch mehr für die nächste Saison. Ja, voll. Also eben, das ist wie, ich glaube, das ist mit allem im Leben so, oder? Entweder crushen dich so Sachen und das Härte bei uns ist halt einfach, du verlierst easy oft. Das klingt jetzt so schlimm. Ja, es gibt nur einen Gewinner. Ja, genau. Ja. Es gibt 3 Leute auf dem Podium und alle anderen sind meistens einfach irgendwie so, oh mein Gott, wieso? Oder mittlerweile ist es schon ein bisschen anders. Also wenn du so Top 10 fährst und du Vollgas dein Programm hast abrufen, klar, ist etwas anderes. Aber schlussendlich, eben, also mit Failure umzugehen, bringt dich nachher schlussendlich ganz an die Spitzen. Oder? Dass du eigentlich wie sagst, okay, das fühlt mich, das treibt mich noch mehr an, um noch mehr zu geben. Ja, schön. Das ist schön gesagt. Jetzt so ein bisschen auf deinen Typ. Ich finde, das zeigt schon recht viel. Du hast so ein bisschen Visualisierung und schon erwähnt. Ich würde gerne noch mal auf das zurückkommen nachher. Als ich das mit Opel besprochen habe, dass ich es cool fände, wenn wir so ein Gespräch haben könnten, ist gerade von Anfang an gekommen,
Ja, aber musst schauen, ist ein crazy guy, gell? Also du als crazy guy ist irgendwie so, ist so das, was mir mitgegeben worden ist am Anfang, abgesehen davon, dass du professionell bist und deinen Sport machst. Aber so die crazy Ader an dir ist mir sehr vorgelegt worden. Nimm mich vielleicht mal auf eine Zeitreise. Wo kommt der Nick her und wieso bist du so crazy? Wow. Gute Frage. Also ich glaube, alles hat eigentlich angefangen, als ich ins Gymi gegangen bin. Und ich bin ein musisches Tanztheater gemacht im Gymi. Und ich habe dort das so voll von mir selber entdeckt, dass ich das mega cool finde, so Theater zu spielen und auch so ein bisschen auszubrechen aus dem, was okay ist, von gesellschaftlich akzeptiert. Und schlussendlich habe ich dann nach dem Gymi hatte ich den Traum gehabt, Profi-Snowboarder zu werden. Dann habe ich eben auch im Growatch gearbeitet und dort voll geshaped. Und dann habe ich wie so ganz einen verrückten, wilden Weg eigentlich auch ins Nationalteam gefunden. Das war auch eine crazy Zeit, eine gefährliche Zeit gewesen. Inwiefern? Ja, weil ich einfach Sachen probiert habe, weißt, im Sport. Ich hatte keinen Trainer, ich habe einfach Videos geschaut. Ah, krass. Also voll allein gemacht, das Ganze? Ich habe es voll allein gemacht. Es ist wirklich, und ich habe halt, ja, ich habe ab und zu Sachen, Tricks probiert, die ich noch nicht hätte sollen probieren oder noch nicht ready war. Und habe mich dann dementsprechend natürlich auch verletzt und so weiter. Also wirklich eine verrückte Zeit gewesen. Ich habe auch nie so professionell trainiert wie jetzt. Ich war aber auch noch nicht auf dem Level gewesen, das muss man auch noch sagen. Gut, und der enough. Sport war auch noch nicht auf dem Level gewesen. Oder die Progression vom Sport in den letzten paar Jahren, die ist brutal gewesen, letzte paar Jahre, da reden wir von den letzten 5 Jahren, oder wie viel? Ja, eigentlich seitdem ich angefangen habe. Ja, in den letzten 20 Jahren ist es crazy bergaufgabe. Das ist eigentlich von dem Lifestyle, coolen Snowboarder, wo du am Wochenende Party machen und dich abschiessen mit den Jungs, zum brutalen Leistungssport entwickelt, oder? Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich das geschafft habe, dass ich meine Tricks und mein Level habe auch mit den Jungen, die das so hart pushen, oder? Also wir gegenseitig uns so pushen und das ist mega, mega cool. Vielleicht nochmal auf die Craziness zurückzukommen. Ich habe halt am Anfang von meiner Geschichte habe ich ein Instagram gehabt, das heisst «Der Nudist». Okay. Und ich habe einfach so ein bisschen verrückte Videos gemacht, wo ich halt nackt irgendwo rumgerannt bin oder so. Okay. Und das war eigentlich mehr ein Joke, um ehrlich zu sein, und halt echt für meine close friends. Und irgendwann hat es mega viele Leute lustig gefunden oder so. Ich weiß auch nicht, ja, es ist einfach berühmter geworden, sagen wir so. Und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, es ist ein bisschen too much. Und dann habe ich das gibt es beim Nick, too much? Ja, es ist halt schon, also eine gewisse Selbstreflexion muss irgendwo durch auch da sein. Ja. Im Sport wie auch im Leben, dass du weiterkommen kannst, oder? Und ich habe irgendwann gemerkt, so, oh, ja, für Sponsoren ist das vielleicht ein bisschen too heavy. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der springende Punkt, oder? Dass du bist nicht mehr allein. Genau. Du hast Leute und Partner rundherum. Genau, du bildest halt deine eigene Brand. Und dann musst du halt auch irgendwann ehrlich mit dir sein, so, okay, das ist vielleicht mega witzig für mich und meine Kollegen, aber jetzt vielleicht nachts im Wald rumrennen ist jetzt nicht etwas, was für die breite Masse oder einfach ein bisschen too much ist. Und ich finde auch, es ist auch für mich irgendwann too much geworden, vielleicht auch, weißt? Weil ich irgendwo mich selber auch weiterentwickelt habe und irgendwo, man verändert sich ja auch, oder? Und nachher habe ich halt einfach auch das ein bisschen verändert und habe einfach, ich mache immer noch voll die crazy Sachen, oder? Das ist einfach... Ja. Ja, und das ist einfach, ich glaube, sich im Prozess weiterzuentwickeln und irgendwo durch Spass daran zu haben, was man macht, ist das, was mir so Freude macht, und darum bin ich so dankbar, das nachher zu machen. Ja, das ist mega schön, wenn du das so kannst, selbst reflektieren. Du bist in einer Beziehung, gell? Ja. Hat die Beziehung auch einen Einfluss auf das, dass du irgendwie sagst, okay, also ich sehe, auf Social Media sieht man, dass ihr zusammen auch gerne ein bisschen crazy sind, also sie scheint ganz auf deiner Wellenlänge zu sein. Aber hat das vielleicht auch noch einen Einfluss gehabt, dass du gesagt hast, okay, vielleicht gibt es gewisse Verhalten, die ich so wie nicht mehr will, oder im Gegenteil, ist das so jetzt noch mehr? Nein, also es ist, ich würde sagen, es ist das, also jetzt ist sowieso, ohne sie könnte ich das Ganze gar nicht umsetzen ab und zu. Vor allem der Workload, was ich habe, was ich alles halt auch an Product Placement, an Customized Content für Sponsoren machen und so weiter. Da hilft sie dir? Sie hilft mir mega, oder? Cool. Weil es ist halt auch so, eben, wenn du immer einen Film müsstest engagieren, das ist natürlich auch mega teuer und so weiter. Und das ist natürlich auch, und wir in unserem Sport ist nicht so viel Geld drin. Darum, sie ist eigentlich mein Mediateam, sie ist mein Support und ich bin mega, mega dankbar für sie. Sie ist voll so cool, wie sie mich supportet in dem und auch eben, dass sie mich so nimmt, wie ich bin und dass mir das
zusammen so auch geniessen können. Das ist so etwas Schönes. Ja, mega schön. Das heisst, sie hat auch die Flexibilität, um mit dir mitreisen und so. Also sie ist meistens dabei. Ja, sie kommt aus dem Profisport. Okay. Sie ist Profisportlerin selber. Es ist eine komplizierte Geschichte, aber sie ist Russin und sie kann nicht mehr mitmachen. Ja. Also sie darf nicht mehr mitmachen von der FIS aus. Und darum, ja, ist natürlich auch eine schwierige Situation, aber trotzdem trainiert sie noch Vollgas weiter. Cool. Und ihr Ziel ist eigentlich immer noch Vollgas auf die nächste Olympiade. Mal schauen, Auch Wintersport? Auch Wintersport. Freeski, also das Gleiche, was Martin nice. macht. Das Mathieu Grémont. Ja, nice. Sehr cool. Du bist wirklich, also ich meine, wenn man dir folgt auf Social Media oder wenn man dich so live sieht, du bist ein Lebemann. Also du bist da, du geniessest es und du machst das Beste daraus. Du hast, ich habe das Gefühl, du gehst mit extrem viel Humor durchs Leben. Aha. Einfache Frage, was hat dich heute schon zum Lachen gebracht? Dass ich verschlafen habe und spät gekommen bin an das Meeting. Oh mein Gott. Das war fast ein peinlich. Ja, wir haben auf dich gewartet. Ja, du hast es, und ich habe mich mehrmals entschuldigt, dass es mir so leid ist. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, ich glaube irgendwo, es ist auch so langweilig im Leben, wenn man nicht humorvoll sein kann und irgendwo auch über sich selber lachen kann. Weißt? Und ich finde, das hilft auch mega als Sportler, wenn man sagen kann, hey, wenn man irgendwo über das lachen kann, wenn man es mal einfach einmal einen schlechten Tag hat. Oder? Ich finde, das ist ja, etwas, wo ich nicht am Leben vermissen will. So, ja. Ja, es ist eben eine Art und Weise, die ich auch versuche, möglichst zu implementieren bei mir. Ich habe vorher gesagt, everything happens for a reason. Es ist, sich zu stressen ohne Grund bringt einem so wie nichts. Aber ich finde, eben, du nimmst es wirklich noch mal auf ein anderes Level. Du hast wirklich, so wie ich dich jetzt nur schon da erlebt habe, das, was ich von dir gesehen habe online, was ja nicht immer 100% die Realität ist, aber trotzdem. Und auch das, was ich von dir höre, ich meine, das Opel-Team redet so schön von dir. Oh, das ist nett. Ja. Wenn ich zu spät komme. Warte ab. Aber weißt, insgesamt, das Bild von dir ist wirklich so ein positives. Und das ist, ich finde, das darf man auch mal so sagen, dass das auch eine Vorbildrolle ist, die du hast. Und ich hoffe, dass Leute sich von diesem Scheiben abschneiden, weil das ist wirklich etwas Schönes, wenn man so kann in einen Hochleistungssport gehen und durchs Leben gehen. Ja. Das ja. ist... Erstmal, das ist ein mega schönes Kompliment. Ja, ich glaube im Fall... Ich finde, es ist so etwas Schönes, weißt, dass man einfach so die schönen Sachen am Tag sieht. Weil schlussendlich ist es wirklich so, siehst du das halbvolle Glas oder das halb leere Glas. Ja. Und es ist mega viel die kleinen Entscheidungen, oder? Regst du dich jetzt über das auf, dass keine Ahnung, dein Kaffee ausgeleert ist oder nicht? Oder findest du es lustig? Oder? Das ist wirklich so die smalen, die kleinen Sachen. Und ich glaube, wenn man so, das ist vielleicht auch ein bisschen, das klingt ein bisschen komisch, aber wenn du, ja, wir riskieren da mal recht viel auch, so, und es ist einmal recht so ein bisschen an der Grenze. Und man ist oft so in dieser Situation, wo man so, bist so richtig, du musst so durchschnaufen, du bist so, oh, jetzt reißt sich einfach zusammen. Und wenn das jetzt hinten rausgeht, dann klopft es richtig, oder? Und ich glaube, so etwas halt so die Grenzerfahrungen, was wir halt ab und zu recht haben in unserem Sport, die relativieren den Rest des Lebens mega, weißt? Weil ich finde, ja, eben die alltäglichen Probleme, die wir alle haben, ja, entweder du geniessest die oder du regst dich über das auf, oder? Oder eben es ist ich glaube, es geht am Morgen darauf an, wie du am Morgen aufstehst, wie du den Tag startest, ist halt auch ein bisschen so, wie bestreite ich mein Leben, so eine Grundeinstellung, ein bisschen. Absolut. Opel, Stichwort. Opel. Wichtig. Also. Du bist, ich würde sagen, Partner von Opel eigentlich. Also du bist ein Brand Ambassador in dem Sinn. Wir haben da hinten dein Brett. Ja, das ist Dieses wunderschöne Brett. Auf das bin ich stolz, ist customized. Das ist sehr schön. Von denen gibt es nur ein paar in der Welt. Absolut. Und vor allem finde ich es immer schön, wenn man Sprünge von dir sieht, wenn so das Gelbe unten vorkommt. Das sieht sehr cool aus. Was bedeutet es für dich, so einen Partner wie Opel zu haben? Ich meine, ja, mega cool. Du kannst Autos fahren. Du kannst vielleicht noch schnell erwähnen, welche Autos du tatsächlich fährst von Opel. Also welche Modelle. Aber ich weiss aus ein bisschen eigener Erfahrung, und ich bin auch im Sport viel unterwegs, es ist sehr bedeutend, einen Partner zu haben und auch den richtigen Partner zu haben. Und vielleicht bring mich mal ein bisschen näher in deine Beziehung mit Opel. Ja, also erstens, ich bin mega stolz, dass ich so einen Partner habe wie Opel. Und zu deiner Frage, ich fahre einen Opel Grandland. Cool. Ich bin ein grosser Fan vom Auto, es hat recht Power. Es zieht über den Pass, was aber lustig ist. Platz? Und Platz hat es natürlich auch gut, das ist 4x4. Ich habe einen Plug-in-Hybrid. Also das heisst, ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt in Zürich unterwegs bin oder so, ich tue ihn meistens einstecken, wenn ich die Chance habe. Und ja, es ist natürlich,
ein mega Privileg und ich finde, ihr Motto von «Energize your life» passt halt also zu meinem Programm. Extrem. Ja, darum, ich glaube, wir sind so ein natürlicher Fit und ich finde das mega, mega cool. Und für mich ist es auch wichtig, auch, mit was für Leute ich zusammen arbeite. Und ich bin ein grosser Fan auch vom Marketing-Team oder eigentlich allen Leuten, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Ich finde es mega, mega cool, habe ich die Chance, mit so einer Brand zusammenzuarbeiten. Ich finde es so cool, haben wir so Sachen umgesetzt, wie zum Beispiel Snowboard. Ja, das ist mega. Oder ich habe die Idee gehabt, ich so, hey, oder ich habe mit Menschen gesagt, so, hey, ich will mein Snowboard geil branden. Wieso machen wir nicht eigentlich ein geiles Opel-Branding? Und das war einfach Opel, hey, mega coole Idee. Und innerhalb von einem Monat haben wir das umgesetzt. Ist das gestanden? Ja, geil. Oder? Das ist schon... Und auf das bin ich auch ein bisschen, ich bin auch stolz auf das, Teil von Opel zu sein, von so einer grossen Brand, wo mich von A nach B bringt schlussendlich. Opel hat ja in letzter Zeit mega eine Entwicklung durchgemacht. Wir sagen es, wie es ist. Opel war bis vor kurzem noch sehr ein verstaubter Brand. Ja. Viele haben Opel gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich habe zum Beispiel, wo ja im Automobil viel unterwegs bin, mich haben die Leute einmal tatsächlich gefragt, gibt es Opel überhaupt noch? Weißt, es ist halt wirklich... Spannend, sie sind eine Weile lang, hat man das Gefühl, kommen sie wie nicht so mit. Und jetzt sind sie auf einmal voll da. Sie haben schöne Modelle. Du hast vorhin noch einen schönen Kommentar gemacht. Wir sitzen ja da in dem Frontera, dass es wirklich schön gemacht ist. Es sind stylische Autos geworden und der Brand sieht wirklich cool aus. Und ich glaube, dass das halt auch so ein Teil ist. Oder? Du bist jung, dynamisch und der Brand ist das eben genau auch. Und ich glaube, das ist halt auch ein bisschen das, was einfach wahnsinnig gut zusammenpasst. Ich weiß gar nicht, wie lange sind ihr schon am Zusammenarbeiten? Ja, wir sind jetzt eigentlich wirklich ein Jahr lang ein Jahr ist jetzt. Zusammen unterwegs. Okay. Und ich muss sagen, ich bin ein riesiger Fan, vor allem jetzt vom neuen Grandland. Ja. Also auch die ich bin gestern auch gefahren, das ist fantastisch. Das ist mega, mega cool, oder? Ich finde auch einfach so die Preis-Leistung der Autos ist mega cool. Und was ich auch cool finde und ein bisschen stolz auf bin, es ist das Auto für normale Leute. Weißt du, was ich meine? Mega guter Punkt, ja. Ich finde, es geht darum, dass es ist ein Familienauto sind für hardworking people. Und ich nehme mich selber halt auch so ein bisschen wahr. Oder ich sehe mich halt auch so ein bisschen so, als weißt, ich bin jetzt nicht so der Superstar Marco Odermatt Type of Guy, oder? Ja. Sondern ich finde wirklich, ich passe zu dieser Brand auch. Ja, weil wir auch hart für das arbeiten, was wir machen. Und ich finde ich bin auch stolz, Teil von dem Ganzen zu sein und Teil von dieser Entwicklung. Und ich bin mega gespannt, wo die Reise nachgeht. Ja, ich nämlich auch, weil ich bin mega froh, dass Opel sich in diese Richtung entwickelt hat. Ich finde es cool, ich zeige mich gerne mit dem Brand. Ich finde es auch schön, dass man so Sachen wie das da kann erleben mit dem Brand. Und ich finde es mega, mich interessiert das auch, wo die Reise noch hergeht. Ich bin ein jemand, der mit einem Auto fast schon eine Beziehung aufbaut. Also nicht ich gebe am Auto kein Geschlecht und ich gebe keinen Namen. Aber ich finde, für mich ist das Auto mehr wie nur ein Auto, wenn ich unterwegs bin. Und ich glaube, bei dir ist das ein bisschen ähnlich. Ja, definitiv. Erzähl mal ein bisschen, was mit deinem Grandland so ein bisschen dein Erlebnis ist oder dein Gefühl ist. Ja, also ich glaube, das ist halt eben, entweder man hat das so die Beziehung zum Auto oder eher das klingt so ein bisschen komisch, wenn man es sagt, aber ja. Aber es ist wirklich so, oder? Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich liebe meinen Granddad, das ist so etwas Cooles. Ich habe schon so viele lustige Sachen mit dem Auto gemacht. Sie haben mir eine Geschichte erzählt. Du hast das Auto bekommen und 4 Stunden später bist du irgendwie gerade schon drüber gegumpelt und hast schon ein Video oben gehabt, wo du irgendwie über das Auto Auto drauf gestanden und oben runtergegumpelt. Und mein Fahrer hat einen Fehler gemacht, also machen das nicht die Heime, nur so Nein, Info. gar nicht. Und nachher hat mein Fahrer hat aus Versehen das hart bremst. Und ich bin halt vom Dach nachher über das Frontding runtergerollt. Aber es ist nichts passiert. Am Auto ist nichts passiert. Ich habe so Schiss gehabt. Ich bin so zwischen aufgestanden. Ich so, oh nein, mein neues Auto. Aber nein, es ist natürlich mega cool, oder? Ich bin natürlich jetzt auch über die voll verschneiten Pässe und so mit Grandland am Düsen. Und wir sind so viel unterwegs. Ich sage einmal, ich habe nicht wirklich das Zuhause. Ich lebe wirklich eigentlich auf der Straße. Das klingt jetzt wirklich crazy, aber es ist so. Und darum hast du natürlich auch noch ein ganz anderes Connection zu deinem Auto, weil ich halt fast schon dort drin lebe. Oder? Und wir nehmen so viele Sachen immer mit und ich muss immer wieder alles ausräumen, einräumen, ein Auto regelmäßig putzen, weil wir eben so viel halt auf diesen Parkplätzen von den Skigebieten und so weiter.
Darum es ist schon, eben die Beziehung zum Auto, die wird stark. Und es wird mir dann wahrscheinlich auch schon fast schon wehtun, wenn ich muss dann den Grandland wieder abgeben muss. Und natürlich ist dann die Freude, noch einen neuen zu bekommen, umso grösser. Ja, sehr schön. Du hast gerade gesagt, du hast immer viel dabei. Logisch hast du deinen Helm dabei, dein Sport dabei und so weiter. Gibt es etwas, wo du einmal mitnimmst auf die Turnier- oder Championship-Wochenende oder Wochen? Hast du so, ich weiss auch nicht, einen Glücksbringer oder etwas, wo du sagst, das nehme ich mit, das ist vielleicht ein bisschen spezifisch? Ja. Um ehrlich zu sein, gar nicht. Okay. Also ein Glücksbringer, ich glaube auch nicht an das. Weil ich finde, so etwas kann dir nur nicht helfen. Weil wenn du den Glücksbringer irgendwo verlierst oder nicht dabei hast, dann bist du völlig dem ausgeliefert und du hast subconsciously das Gefühl, okay, alles ist schon schlecht. Oder? Darum, ich glaube, nein, also schlussendlich ist es wichtig, dass ich mich gut fühle, wenn ich an einen Ort hingehe, dass ich all meine Sachen dabei habe, dass ich meine Ersatzbretter dabei habe, meine Ersatzteile, dass du vorbereitet bist für jeden Moment, wenn etwas kaputt geht und so weiter. Und etwas, was ich zum Beispiel dabei habe, ab und zu ist mein Joker-Kostüm. Aber das ist meistens einfach for the fun time, so nicht für den Wettkampf. Für die nicht wissen, was es ist, auf Instagram schauen, weil man sieht es wirklich, glaube ich, an jedem 4. Post von dir. Ja, ich liebe auch seine Figur und das macht halt echt mega Spass. Ja. Und je nachdem tue ich ihn halt auch ein bisschen für Product Placement einsetzen und so Sachen. Not gonna lie about that. Also von dem her, ja, cool. Ich will gerne so ein bisschen bei dem mentalen Aspekt jetzt gerade mal bleiben. Ich habe gestern zum allerersten Mal so etwas live gesehen. Ich habe gewusst, dass es existiert. Ich habe schon Videos gesehen online und so weiter. Ich habe es so spannend gefunden, der Moment, also man steht dort oben auf in dem Häuschen rein, in dem Startloch basically, entgegengesetzt zum Ski zum Beispiel Abfahrt oder so. Pace ist nicht dort raus, sondern du gehst dann dort raus, du nimmst dir deine Zeit, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und dann von da aus gesehen über die Hälfte vom oberen Teil, holst Anlauf, machst den Sprung. Der Moment dort oben, also ich bin ja nur schon wenn ich hobbymäßig irgendetwas leisten soll, flattert bei mir gerade alles, oder? Und das ist Übungssache, das weiß ich. Aber was machst du dort oben? Was geht dir durch den Kopf? Tust du visualisieren? Hast du einen Ablauf? Hast du irgendwie, ich weiß auch nicht, so wie ein Tennisspieler irgendwelche... Also vor dem Start kann ich eigentlich wirklich visualisieren. Also ich nehme mir einen Moment, wo ich einfach den ganzen Sprung nochmal im Kopf durchgehe, die einzelnen Key Moments, so gesagt, wie du durch Transition fährst, was du am Takeoff machst, wie ziehst du in der Luft, wo schaue ich an und so weiter. Das sind alles, wo ich bin hier oben sehr, sehr ruhig am Start. Also ich versuche ruhig zu sein. Wenn ich nicht ruhig bin, ist das meistens schlecht. Und bin eigentlich wirklich entspannt oben am Start, das nochmal im Kopf durchgehen. Und nachher, wenn es dann losgeht, kurz vor dem Losgehen, konzentriere ich mich auf meinen Atem, damit ich voll präsent bin und mich auch nicht irgendwo für etwas anderes aus dem Konzept bringen lassen. Und dann, was ich nachher mache, ist eigentlich, du fährst runter und du schaust eigentlich die Chancen an, nicht ins Publikum und so weiter. Wieso nicht ins Publikum? Ja, weil das macht mich nervös, um ehrlich zu sein. Ehrlich? Also, ja. dass so viele Leute da sind zum Zuschauen, macht dich nervös? Ja, oder wenn ich weiss, meine Eltern oder so sind da, dann das ist nur noch mal extra Pressure, okay. Wo dann, du hast schon genug Pressure von dir selber, oder? Darum, also ja klar, es ist jetzt nicht, dass ich nur wie ein Affe auf die Schanze schaue, aber meistens einfach Ruhe und dann tue ich mich ab und zu mache ich vielleicht auch so. So ein bisschen das Sammeln. Ja, das Sammeln. Was ich ab und zu mache, ist mir auf die Brust klopfen, so ein bisschen das voll überzeugte so eine Geste von dem, dass man jetzt ist no way back, ich mache das jetzt so voll Gas. You got this, basically. You got this, genau. Und eben so die Peak-Performance halt einfach so nochmal wirklich auf das rein und dann bist du voll im Moment, dann fährst du los. Oder du fährst auf den Jump, du konzentrierst dich einfach auf die Details oder auf den Setup-Turn. Und dann ist es mehr ein Präsenz da sein, während du das eigentlich nur noch machst. Im besten Fall bist du im kompletten Flow-State, wo du eigentlich nur noch... Ja, du bist einfach nur noch im Moment. Das ist nämlich auch etwas, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ich wichtig finde, weil bei dir ist, wie gesagt, vieles Action, Party, Power, weißt, so vieles, wo man merkt, so, okay, das ist die Dynamik, die du hast. Aber wie viel von dem, was du dann tatsächlich machst, also ich meine, ich nenne es jetzt mal den Job, den du ausführst, da, in diesen 90 Sekunden, die du dort hast, etwa, wie viel ist Taktik und Instinkt auch, weil man hat ja nach einer gewissen Zeit, nach all diesen Jahren, hat man einen gewissen Instinkt, der rum ist. Und wie viel ist aber auch so ein bisschen das Draufgängerische, das du in dir hast, wo du vertraust auf deine Ultra-Energie, um das möglichst erfolgreich auszuführen? Wow, das ist eine gute Frage. Ich würde schon sagen, dass ein Instinkt ist so viel wert. Also ich würde sagen, ein Großteil ist auch Instinkt, dass du einfach das
du hast das so oft gemacht, hast das so oft geübt und nachher tust du das eigentlich so abrufen. Du hast dich wie verlassen auf das. Ja, bisschen. ich würde sagen, dass so das wilde Draufgängerische ist mega gefährlich. Weil das lässt dich Sachen machen, die du eigentlich nicht machen solltest. Ja. Darum, Und nur schnell, wenn du das sagst, so als ich, wo nicht rauskomme, Ja. wenn du sagst, lass dich Sachen machen, du tust ja schon vorher entscheiden, welchen Sprung du Ja, machst, sicher. oder? Also du gehst nicht irgendwie spontan irgendwelche Sachen entscheiden. Nein, das wäre mega gefährlich. Ja, okay. Weil ja, schlussendlich eben, wenn du die Dreifach-Saltos machst mit diesen Schrauben und so weiter, wenn du dort nicht genau weißt, was du machst, an welchem Punkt und du dich verlierst oder so, ist es natürlich extrem gefährlich. Darum, du musst einen klaren Plan haben, du musst genau wissen, ich mache diesen Trick so, nach dem Trick mache ich diesen Trick. Darum, es ist schon ein kalkuliertes Risiko nehmen. Und das Draufgängerische ist schon auch wichtig, vor allem wenn man irgendwo durch ab und zu einen Trick zum ersten Mal probieren muss, weil dann brauchst du wirklich Mut. Gut, das ist im Training dann, oder? Das ist im Training, ja. Ja. Aber schlussendlich eben voll ein Draufgänger zu sein, bringt eben auch nichts, weil schlussendlich landest du dann einfach im Spital. Ja, und das, dann bist du wieder ausbremst. Dann bist du wieder eigentlich, ja, worst case bist du dann für ein halbes Jahr draußen oder so. Oder? Darum, es ist wirklich, ja, das Draufgänger ist in dir drin, sich selber an die Limits zu pushen, ist mega wichtig, dass du das hast. Aber es darf nicht an den Moment kommen, wo du bist so, okay, egal was jetzt passiert, ich sende mich jetzt einfach darüber und ich probiere jetzt auch etwas, egal, ob bin ich jetzt wirklich ready oder nicht, weil das ist nachher mega. Also eigentlich kalkuliertes Risiko, ja. das du eingehst. Und natürlich auch, was mega wichtig ist, man muss sich selber spüren, oder? Du kannst nicht jeden Tag die härtesten Tricks machen. Ja. Weil das Also geht, rein physisch? Ja, rein physisch nicht. Und auch rein vom, ja, wenn du dich nicht so gut fühlst oder so weiter, ist es einfach, es ist so wichtig, sich selber zu spüren. Und wissen, okay, ich bin jetzt ready. Und das ist einmal auch ein schwieriger Teil, finde ich. Ja, ist es auch. Auch ehrlich mit sich selber zu sein. Und Das ist nämlich, ich glaube, da spielt ja auch noch ein Ego mit. ja. Ein bisschen, nicht? Weil du willst mehr, du willst Ja. weiterkommen und du musst dich zwischendurch wahrscheinlich ausbremsen und sagen, hey, jetzt mal wieder ein bisschen back to basics vielleicht und dann am nächsten Tag wieder ein bisschen mehr Risiko und so. Das ist, wie du das gesagt hast. Ja. Ja. Das ist wirklich eigentlich das, ja, sich selber gut zu kennen. Ich lese dir jetzt etwas vor. Also, Es ist eine WhatsApp-Nachricht ja. von der gestrigen Situation von da. Ja, Und ich habe dann auf das eine Frage. okay. Die WhatsApp-Nachricht, das war so ein bisschen ein Verlauf. Ich kann dir nicht sagen, von wem es ist, aber es ist ein Beschreib von dem, wie es gestern war. Okay. Ich zeichne ein Bild von meiner Situation gerade. Irgendwelche Synapsenfriedhöfe stürzen sich eine Piste ab mit 60'000 Kubikmeter Schnee unter ihnen und nichts anderes wie ein Brett an den Füßen. Überall schmeckt es nach Gras, alle haben einen Knall und das Lied läuft. Und dann ein Link zu «The Bad Touch» von Bloodhound I Gang. love it. Das ist eine geile Nachricht. Okay. Das ist wirklich auch so. Ich habe das so erlebt gestern. Und ich habe mir dann aber auch gedacht, hey, du hörst ja schon einiges dort oben. Also du bekommst ja die Energie mit über auch die Moderatoren, die anführen und sagen, und den Namen wiederholen vom Fahrer oder Fahrerin. Nimmst du das auf oder ist das etwas, wo du in dem Moment bist du wie in deiner Bubble und du musst abstellen? Weil ich glaube, da gibt es sowohl als auch Leute, die sich von dem ein bisschen mitnehmen lassen. Ja, es ist im Fall, ich finde, das kommt mega auf das Event drauf an. Je nachdem. Spannend. Und ich persönlich, mich bringt es ein bisschen drauf, wenn ich den Speaker höre. Und er so sagt, oder wenn er so sagt, oh, the Joker's up there, or oh my God, Hoover Cup, a.k.a. they're nudists. Und ich kenne halt Speaker, oder? Ja, das sind halt Kollegen von mir. Und ich habe auch schon den Moment gehabt, wo ich da oben gestanden bin und ich musste anfangen zu lachen. Wegen der Sprüche? Ja, wegen ihren Sprüchen. Und ich so, ey bitte Jungs, sind doch jetzt einfach kurz ruhig. Nein, ich finde, es ist, darum hören die immer auch viel Musik. Beim Fahren? Ja, beim Fahren. Hey, ich habe mich das im Fall noch gefragt, weil wir können ja auch rein theoretisch, wenn man komplette Ruhe braucht, könnte man auch Noise Cancelling Headphones drin machen oder so etwas. Also Ja. das kannst du, das darfst du. Das kannst du. Aber ich finde, Noise Cancelling Headphones ist auch wieder nicht so gut, weil dann, wenn etwas passieren würde oder so, dann hörst du gar niemanden. Und auch wenn sie rausgehen, dann stört dich das mega. Also ich will nie mit den AirPods fahren. Ja. Weil vor allem mit den Impacts und so, die kannst du Das oder ist am noch- Takeoff kannst du einen raus Ja. verlieren. Ja. Darum, nein, ich liebe es im Fall, ohne Musik zu fahren und einfach alles wahrzunehmen.
Und wenn der Speaker mich zum Lachen bringt, dann nehme ich mir nochmal einen kurzen Moment und bin so, okay, come on, let's go. Und nachher bist du sowieso im Tunnel, weil du weißt, es ist alles an der Line, oder? Du bist sowieso in dem Ding. Aber ich liebe den Moment und darum mache ich das im Fall auch. Ich finde das so nice, dort oben zu sein und die Energie zu spüren von den Leuten, und auch, weißt, wenn sie, vor allem an so einem Heim-Event, das ist so crazy. So schön. Und das ist wirklich auch, darum mache ich das, darum riskiere ich auch für das. Und das ist auch, darum machen wir das ganze Training, weil die Momente, die bekommst du so im Leben nie. Schön beschrieben. Ich würde gerne noch mal, wenn es für dich okay ist, kurz fragen wegen deiner Verletzung, die du gehabt hast. Was ist eigentlich passiert? Ich weiß gar nicht, was du gehabt hast. Also ich hatte einen Bone Bruise im Knie und ich habe mir auch ein Band abgerissen im Knie selber. Bei einem Sturz? Bei einem Sturz, ja. Und das ist in Österreich passiert im Januar. Und dort habe ich eigentlich eine Fünffachdrehung unterdreht. Und bin mega blöd also über dem Brett gelandet und dann hat es mich wie so verkantet. Und ich muss ehrlich sein, ich habe dort in der Landung ich dachte, meine Saison sei fertig. Ich hatte so Schmerzen, das war insane. Und ja, darum muss ich auch sagen, ich bin mega froh, bin ich da war, habe ich das mitfahren, weil ja, das... Ich meine, wir haben Ende März, wenn du im Januar den Sturz hast, das sind gerade mal 2 Monate, wo du gehabt hast. Und es war eine schwierige Zeit, weil ich bin zurückgekommen und ich wusste, ich habe das im Knie. Ich wusste, ich kann Snowboarden, ich darf aber nicht zu hart pushen. Und nachher habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber es war schon genug. Und es hat mich wieder 2 Wochen zurückgerührt. Ja. Oder? Und es war eine mega schwierige Zeit, wenn ich jetzt hier 2 Monate zurückschaue, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich habe mega viel daraus gelernt und du entwickelst dich als Athlet und als Mensch und ich glaube, ich weiss jetzt mehr, wie ich nächstes Mal mit so etwas umgehen. Ich habe mich das nämlich auch gefragt, ob es bei dir überhaupt die Moment gibt, wo du sagst, ob es jetzt ist, glaube ich, eins zu viel gewesen. Also weißt, wo du wirklich so merkst, okay, die Grenze erreicht, oder ist das in dem Moment wirklich einfach ein Fehler von dir? Also, weil es war ein Fehler, was ich gemacht habe, ja. Ein technischer Fehler. Also ich habe das Timing verpasst, ich habe den sogenannten Snap verpasst. Ja. Das heisst, der Moment, wo du die Rotation einleitest. Also eigentlich direkt nach dem Sprung ja, sozusagen? Genau, ja. Es war ein schwieriger Sprung zum Fahren in Österreich. Und ich habe das vergeben. Und ich habe das gewusst, ich habe es auch in der Luft gewusst. Aber du bist halt schon in dieser Rotation drin und nachher ist halt immer so ein bisschen die Frage in der Luft, so macht die Rotation jetzt auf oder ziehe ich sie durch? Ja. Und meistens ist eigentlich die Rotation fertig machen ist die bessere Entscheidung. Okay, spannend. Und ich war auch dort und habe sie halt durchgezogen. Und dann hat es halt einfach geklopft. Oh, nur schon, wenn ich daran denke, es schudert in meinem Fall im ganzen Körper. Ja. Auch gestern, ich meine, es hat ein paar geglitzt. Das ist so ein Aufprall, den du hast, wenn du dort landest. Und dann sind sie mit dem Gesicht im Schnee und so. Also Chapeau, wirklich. Der Mut, den ihr habt, ja, es ist halt, du bereitest dich ja auf das vor. Eben, darum gehen wir viel ins Gym, darum machen wir mega viel Stretching. Darum ist es wichtig, dass du halt überall stark bist und irgendwo durch... und beweglich auch, oder? Beweglich, das ist alles eine Kombination von Kraft und Beweglichkeit. Ja. Und das sind so die ganze Vorbereitung sehen halt viele Leute auch nicht, dass wir uns eigentlich auf die Sprünge, nicht auf die gelandeten Sprünge vorbereiten, sondern auf die verkackten. Ja. Weil das Ding ist, es gibt keinen Weg rundherum, du gehst um. Vor allem, wenn du pushst, das ist einfach Teil vom Ganzen. Ja. Jetzt haben wir vielleicht, ich fände es schön, junge Girls and Boys, die da uns ein bisschen zuhören bei diesem Video. Wenn du jetzt als Pro an einem Anfänger, der unbedingt in die Freestyle-Welt eintauchen will, könntest du ein paar Tipps geben. Wie kann man so ein bisschen reinkommen, ich tue es jetzt mal auf die Schweiz begrenzen, um in der Schweiz ins Freestylen hineinzukommen? Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach Freude haben am Fahren und sich keinen Druck machen, um irgendetwas zu lernen oder irgendetwas zu tun, sondern wirklich einfach snowboarden oder Frisky fahren und einfach mit Freude an das Ganze herangehen. Und schlussendlich, mein Tipp ist wirklich, bauen es langsam auf, also fangen auf den kleinen Sprüngen an, gehen auf Boxen, fühlt euch dort wohlfühlen, oder? Und erst dann den Schritt gehen eigentlich auf die nächste Schwierigkeit. Und eigentlich wirklich, das mit Freunden oder Familie einfach
enjoyen. Und eigentlich der Berg ist ein Playground. Es gibt keine Regeln. Du kannst einfach machen, was du willst. Und das ist das, was mich in Freestyle-Sport gebracht hat und das, was ich so geliebt habe. Ich habe immer so Mühe gehabt in der Schule, haben sie mir immer gesagt, du musst das und das machen. Sehr das war kariert. mega strukturiert und ich bin so, oh mein Gott, kann ich auch irgendwann mal machen, was ich machen will. Und Snowboard war der Moment, wo ich selber entscheiden konnte, okay, ich springe jetzt dort über den Hügel, ich mache jetzt hier ein Dreieck, da mache ich jetzt einen Backflip, weil ich Lust habe. Und das ist einfach so das ultimative Freedom. Darum heisst es Freestyle. Ja. Es gibt keine Regeln, es gibt kein richtig oder falsch. Und das ist schön an dem Sport. Du hast jetzt aber vorhin erzählt, dass du recht heftig reingegangen bist, allein damals. Ja. Würdest du empfehlen, dass jemand, der jetzt wirklich sagt, hey, dort will ich hin und man merkt, okay, das Kind hat irgendwie doch noch Ambitionen und ein bisschen Talent, würdest du empfehlen, dass man sich einen Trainer holt, um das richtig anzugehen? Sicher. Also ich würde allen empfehlen, es gibt so viele coole, weißt, eben die ganzen Regionalkader, zum Beispiel Ice Ripper in Zürich, wo du kannst mit anderen snowboarden, snowboarden, wo Lust haben auf das. Und nachher hast du natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel in eine Sportschule zu gehen. Das habe ich auch nicht gemacht. Aber ich würde es allen mega empfehlen, weil es ist eine mega, mega coole Erfahrung. Ich glaube einfach, wenn du in die Schule kannst gehen und nebendran kannst Leistungssport machen, das ist mega, mega cool. Darum, nehmt die Möglichkeiten in der Schweiz, die wir haben, wahr und geniessen den Weg. Ja. Wir sind ja ein prädestiniertes Land. Wir haben Berge, Schnee, wir wissen, wie man den Sport macht. Ja, und wir haben auch mega gute Anlagen. Am Corvatsch oben, ich würde sagen, es sind die besten Sprünge in der ganzen Welt. Oder? Vor allem also die grossen, das ist crazy. Und du kannst das sagen, du hast schon vieles gesehen. Ja, ich habe wirklich schon vieles gesehen. Und ich rede auch mit meinem Competition und wir sind uns meistens, aber nicht immer einig. Darum, die Facilities in der Schweiz sind so cool. Wir haben so viele Perks. Und es geht schlussendlich, wenn du wirklich an Top arbeiten willst, dann geht es einfach darum, wie hart willst du das. Und ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu. Absolut. Dein Instagram ist für mich ein Phänomen. Du bist, dein Auftreten ist ein bisschen ein Mix aus Actionfilm und Sitcom. Das ist ein one. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, würde ich mal jetzt so behaupten. Ja. Hast du auf deinem Instagram eine Strategie? Und gibt es Sachen, wo du sagst, das poste ich und das nicht? Oder machst du einfach das, wo du gerade Lust drauf hast? Ein Mix von allem, Okay. um ehrlich zu sein. Ich habe schon mega eine krasse... Also es ist wie so ein künstlerischer Prozess. Vor allem mit den Videos, die ich mache, wo ich so und so im Kopf habe und ich will die dann so und so umsetzen. Und es ist nicht immer einfach, weil du halt dann so die Expectations hast und so weiter. Aber es ist mega, mega cool, wenn du ein Video im Kopf hast und das so kannst umsetzen, wie du das dir selber vorgenommen hast. Und klar, also ich weiss schon, was ich möchte Sachen posten, wo ich bin, die authentisch sind, wo ich den Leuten mitgeben will, wo ich über mein Leben erzählen will. Das ist mir wichtig. Und schlussendlich, dass ich dort eben auch, es ist halt wie im Snowboard, dass ich eine künstlerische Freiheit habe. Mittlerweile ist es natürlich schon auch so, dass ich vieles auch, es geht auch darum, eben, dass ich eine gewisse Präsenz habe von meinen Sponsoren, was natürlich auch mega wichtig ist. Und ich finde es auch wichtig, dass ich meine Sponsoren präsentieren kann und die authentisch, so wie ich sie auch wirklich benutze, weil alle die Sponsoren, die ich habe, hinter denen stehe ich. Und die sind Teil von meinem Leben, oder? Dass ich das eigentlich wie so, ja, mein eigenes Leben so gesagt, den Leuten kann zeigen kann. Klar sind gewisse Sachen völlig übertrieben und ab und zu auf die Spitze getrieben, aber das ist halt auch Teil von meinem Ganzen, oder? Also Teil von dem, was ich mache. Klar ist es nicht immer so, aber ein Teil schon. Ich finde es nämlich noch schön, das ein bisschen zu beobachten von aussen, die Partnerschaft mit Opel, die du hast. Weil ich glaube, du hast wirklich Freedom in dem, was du machst. Und ich finde es eben mega brillant gemacht. Du hast die Persona, das bist du, aber du hast das Crazy an dir und du kannst das voll einbauen mit dieser Opel-Partnerschaft. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich habe mit vielen Leuten in vielen Partnerschaften schon geredet und das ist, den Freedom hast du definitiv nicht immer. Ja. Aber ich finde es auch, eben darum hat mich das so ein bisschen Wunder genommen, wie gehst du das an und was postest und was nicht, weil du hast jetzt gerade, ich glaube, ist das gestern oder vorgestern, hast du etwas gepostet, wo du springst über eine kleine Schanze und du fährst basically in eine Menschenmenge rein und landest auf dem Sitzsack und man sieht irgendwie so das Board noch von unten und so. Also ich meine, das
das kannst machen, was du willst. Andere Brands würden vielleicht sagen, oh, das ist zu gefährlich, wir müssen ein bisschen Vorsicht zeigen und so. Aber du machst einfach. Das stimmt. Also ich muss ehrlich sein, ich überlege mir ab und zu schon, was ist too much. Okay. Also zum Beispiel... Was kommt jetzt? Nein, aber eben, ich weiss schon, und ich mache eigentlich... Für gewisse Leute ist das halt mega waghalsig, was ich mache. Aber jetzt genau das, was du erzählt hast. Ja, also für mich hat es so ausgesehen, wie aus Versehen bist du gerade am richtigen Ort gelandet. Das war aber auch so. Okay. Ja. Jetzt habe ich aber gehofft, dass das nicht so war. Nein, das war wirklich so. Das ist komplett random entstanden, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Genau, eben, dass es... Weißt, alles die Distanz und so weiter, was ich mache. Okay, gewisse Sachen sind schon ein bisschen am Limit, aber eigentlich weiss ich meistens, was ich mache. Und ich habe ein mega gutes Verständnis, was ist safe und was ist nicht safe. Okay. Und ich würde auch nie jemand anders gefährden. Ja. Ich gefährde wenn dann mich selber. Wenn dich selber. Und das finde ich auch okay, weil das, also ja, jeder kann ja selber entscheiden, was er machen will. Absolut, absolut. Ja, ich bin mega froh und ich finde es mega wichtig, dass man in jeder Beziehung, dass man sich irgendwo durch Freiheit lässt. Ja. Und ich finde es mega schön, dass Opel mir das gibt und auch mir vertraut und mich meine Sachen so kann umsetzen kann, wie ich das cool finde. Vielleicht noch ein bisschen zu dem Setup da. Also wir sitzen hier im Frontera, wir haben so ein bisschen einen Opel-Stand um uns herum. Da vorne ist eine riesige Opel-Box mit dem Game-Van, den sie haben. Hinter uns ist noch der VIP-Bereich, wo man etwas essen kann. Was ist so, wo du das zum ersten Mal siehst? Du bist jetzt auch schon die ganze Zeit da gewesen, wahrscheinlich auch schon ein bisschen beim Aufbau. Wie findest du es? Wie haben sie es gemacht? Mega, mega cool. Ich finde es so cool. Ich finde es so cool, sind sie eben Sponsor von der WM und dass sie sich so engagieren in unserem Sport. Und ich finde ihren Auftritt so modern und so up to date. Es ist so, also ich meine, du kannst dort in der Van rein und ein bisschen gamen. PS5 haben sie aufgestellt. Ja, ich weiss, es ist so etwas Cooles. Und eben, es gibt Ingwer-Shots, oder? Kannst du noch einen Boost geben? Also ich bin ein grosser Fan, was sie da gemacht haben an der WM. Und wir haben von da aus, vom Stand, die perfekte Sicht. Das Einzige, was du nicht ganz siehst, ist der Sprung. Aber du siehst genau, wie ihr oben runterkommt und über den Sprung rüberkommt und unten landet. Also es ist wirklich, die haben das ziemlich cool gemacht. Ja, vor allem, weil da sind mega viele Leute auch, wenn es also heute Abend wird, wieder Full House sein. Ja. Und das ist schon, ich finde das mega cool, ja. Ja. Dass ich Teil von dem Ganzen bin, das ist schon, ja, das ist einfach cool. Stolz. Ja, ich meine, du hast dich dort hingeschafft, gell? Ja, ich bin schon stolz auf das. Ja. Und dass ich noch da bin und dass ich dich kennenlernen darf, so coole Leute und dass es einfach, dass ich das Leben so geniessen kann. Ja, das darfst du auch sein. Ich finde, das ist auch wichtig. Man darf auch einfach mal, man muss nicht in der Vergangenheit schwelgen, aber man darf auch einfach mal anstehen und sagen, weißt du was, das, was ich mache, ist mega geil und ich habe mich dort angeschafft und Chapeau. Ja, voll. Das darf man schon zwischendurch auch mal machen. Du bist 30 Jahre jung, aber Hochleistungssportler. Das heisst, irgendwo gibt es dann mal eine physische Grenze. Das ist so. Was machst du, oder hast du irgendeinen Plan, was die nächsten 10 plus Jahre angeht? Ich meine, ich weiss, die Olympiade steht da und vielleicht, ich fände es mega cool, wenn du mich ein bisschen noch könntest, so in den Plan hineinnehmen, was du jetzt vorhast im nächsten Jahr, um dort herzukommen. Aber vielleicht vorweg, hast du einen Plan, was du nachher machst? Oder ist das für dich wirklich so am Going with the Flow, mal schauen? Ich habe eine Idee. Ah ja? Ja, ich habe definitiv eine Idee. Aber für mich ist wirklich, das Wichtige ist jetzt eigentlich, was ich mache bis zur Olympiade und auf das habe ich vollen Fokus. Und das ist eigentlich basically ein Jahr umreisen und alles dafür zu geben, besser werden im Snowboarden. Umreisen, um an möglichst vielen Orten zu an den besten Orten zu trainieren, ja. Das ist wirklich, es geht eigentlich um das. Und natürlich auch, du musst die Balance finden von auch ab und zu Pause und dann wieder volles Training. Ja. Was ich auch immer noch im Prozess bin, zum besser werden. Auch irgendwo durch die Pause sich nehmen. Darum, ja, es ist jetzt eigentlich Vollgas die Vision bis zur Olympiade, wo ich eigentlich alles auf das auslege. Und nachdem geht es auch ein bisschen, was du gesagt hast, ich gehe auch ein bisschen mit dem Flow, je nachdem wie das gegangen ist. Mache ich vielleicht nachher noch mal weiter. Ich wollte das jetzt aber nicht so festlegen, sozusagen. Sondern ich glaube stark daran, dass ich das spüre und dass ich auch irgendwo durch dann den Moment, ja, dass ich dann schaue, wie geht es mir dann, wo stehen wir auch mit meiner Frau und so weiter. Ist deine Frau nicht deine Freundin? Habe ich falsch gesagt? Alles gut. Sorry. Ja, wir haben schon gehört, aber alles gut. Und schlussendlich ist es
ich freue mich auch mega auf die Zeit nach dem Spitzensport. Aber ich glaube auch, dass ich jetzt noch... Ich bin so heiß auf das. Man merkt es. Und darum, ich weiss nicht, wie lange das die Liebe noch ist und wo das mich anbringt. Ich würde gerne nach dem Spitzensport vielleicht etwas selbstständig machen. Also ich würde gerne mein eigener Chef bleiben. Das finde ich schon noch lässig. Hast du eine Idee mit was? Ich habe verschiedene Ideen. Zum Wir Beispiel, könnten da ein bisschen manifesten, wenn du willst. ja, ich finde zum Beispiel, was würde passieren, wenn ich zum Beispiel all meine Energie, die ich jetzt ins Training investiere, zum Beispiel einfach, du hast das vorhin gesagt, eine Reality-TV-Show machen, einfach nur noch Content oder einen YouTube-Channel aufmachen oder so. Ja, das habe ich mir schon überlegt. Ich würde auch mega gerne etwas ganz anderes machen. Also wirklich irgendwo, keine Ahnung, also eben zum Beispiel etwas mit Real Estate, etwas mit Autos. Keine Ahnung, für eine grosse Firma arbeiten. Oder eben, also ja, eben das Thema Selbstständigkeit fände ich schon noch lässig. Oder selber etwas aufzubauen, oder? Irgendetwas, ein Kiosk oder whatever. Ja, Also wirklich von bis... ja, bist einfach irgendwie- mich als Mensch weiterentwickeln und etwas Neues zu lernen und mich nochmal herauszufordern. So. Und nochmal richtig gut werden in etwas anderem. Oder? Und ich glaube stark daran, wenn du die Work Ethic in dir drin hast und so, hey, ich will jetzt nochmal richtig in etwas Neuem top werden. Auf das freue ich mich. Es ist natürlich auch ein bisschen scary halt. Klar. Ja. Und irgendwo durch möchte ich irgendwann Familie haben, um ehrlich zu sein. Darum es sind schon grosse Herausforderungen. Man darf das auch nicht unterschätzen, glaube ich. Aber ja, ich bin im Fall auch ein bisschen entspannt dem gegenüber. Ja, das ist doch gut. Und wenn es um so Talentförderung angeht, in deinem Sport, hättest du dort ein Interesse? Ja, ist sicher. das auch Also etwas, wo du darüber nachdenkst? Also ich tue immer schon auch den Jungen Tipps geben und ich finde es Cool. auch mega, mega cool, das weiterzugeben, was ich selber erleben durfte. Und das wird immer dabei sein. Also ich werde sicher immer in irgendwelcher Form das können weitergeben, was ich gelernt habe oder die Erfahrungswerte, die ich habe, der nächsten Generation weitergeben. Darum, ja, das wird sicher, ich weiß nicht in welcher Form, aber irgendwie wird das sicher, ja, wird das natürlich sich dann ergeben. Schön, sehr schön. Hey, danke vielmals. Ich finde, du hast mich doch noch näher an dein Leben jetzt dürfen, an dein Leben heranlassen Ja. mit dem Gespräch. Ich wünsche dir mega viel Glück jetzt in diesen Monaten, die jetzt kommen, bis zu den Olympischen Spielen, dass das alles so kommt, wie du willst, dass du gesund bleibst. Danke. Bleib gesund, lange Ja. jetzt mit Verletzungen. Touch wood, das keine Wood. Egal, aber, wo auch immer. Ja, Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Mega, mega cool. danke dir. Mega spannend gewesen, dich kennenzulernen. Danke. Danke.